Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde in diesem Video zeigen, wie man unter Excel die Eingabe bestimmter Listen sehr stark vereinfachen kann. Dabei werde ich Listen benutzen, die in Excel schon vorgefertigt angelegt sind, aber auch benutzerdefinierte Listen erstellen, sodass man sich wiederholende Vorgänge auf diese Weise sehr einfach durchführen kann. Ich habe hier bereits die 1 und die 2 eingetragen. Ich klicke beide Zellen an und kann nun hier, indem ich hier das Kreuz anzeigen lasse, die Zahlenreihe einfach verlängern. Das funktioniert für alle Listen, die existieren. So existiert auch eine Liste mit den Abkürzungen der Monate. So kann ich also hier mit dem Kreuz einfach sämtliche Monatsabkürzungen eingeben und nach Dezember geht es dann natürlich wieder mit Januar von vorne los. Möchte ich hingegen immer wiederkehrend Januar und Februar eingeben, so markiere ich wieder beide und drücke dabei gleichzeitig die Steuerungstaste, dann wenn ich herunterziehe, und es taucht dann immer nur Januar und Februar auf. Wie bereits gesagt, das Ganze funktioniert sehr gut für Listen, die es gibt. Nun gibt es aber in Excel natürlich nicht alle Listen. Zum Beispiel gibt es dort nicht die Stadtteile Hamburgs oder auch das ABC. Genau an den beiden Beispielen werde ich gleich zeigen, wie man solche Listen anlegen kann auf zwei verschiedene Arten. Zunächst fange ich an mit dem ABC. Dazu gehe ich jetzt tatsächlich in die Zellen, gebe manuell hier genau das ein, was ich später in der Liste haben möchte. Markiere genau diese Werte, gehe dann auf Datei, Option, dort auf Erweitert und auf Allgemein, benutzerdefinierte Listen bearbeiten. Hier kann ich nun jede beliebige Liste, wie ich sie benötige, anlegen. In diesem Fall, weil ich die entsprechenden Zellen vorher markiert habe, sind hier Einträge vorgenommen und ich kann nun die neue Liste aus diesen Zellen importieren. Das geschieht einfach durch Importieren. Die Werte sind hier eingetragen. Hinzufügen brauche ich jetzt schon nicht mehr. Die Liste existiert bereits. Okay. Okay, probieren wir es aus. A. Und ich kann jetzt tatsächlich hier A, B, C, D, E und es fängt wieder bei A an und so weiter diese Werte eingeben. Als nächstes möchte ich nun eine Liste anfertigen mit den Stadtteilen Hamburgs. Dazu habe ich einfach eine Recherche durchgeführt, unter Google nach den Stadtteilen Hamburgs gesucht. Die tauchen nun hier auf. Ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass das Ganze korrekt ist. Rechte Maustaste, kopieren. Gehe wieder zurück zu Excel. Dort wiederum auf Datei, Optionen, Erweitert, Allgemein, benutzerdefinierte Listen bearbeiten. Gehe hier in dieses Menü und mit Steuerung V trage ich dort die Stadtteile ein. Nun muss ich mir noch die Mühe machen, dass ich jeweils mit der Eingabetaste die Stadtteile trenne, sodass sich die entsprechende Liste daraus ergibt. Und nun muss ich natürlich wiederum mit hinzufügen, diese Liste in die benutzerdefinierten Listen aufnehmen. Hinzufügen, wir sehen hier existiert die Liste der Hamburger Stadtteile. Okay, okay, gebe ich nun hier Hamburg Altstadt ein, so kann ich sofort sämtliche Stadtteile hintereinander auflisten. So habe ich nun die Möglichkeit, immer wiederkehrende Eingaben in beliebiger Art und Weise durchzuführen.
Und ich kann hier sogar eine beliebige Reihenfolge festlegen, indem ich die Liste entsprechend anpasse und nicht etwa so wie hier. In diesem Fall ist sie ja alphabetisch geordnet. Da kann ich mir natürlich eine Liste anlegen, in der diese Reihenfolge eine andere ist. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.